Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Start ins Wochenende und damit ihr an diesem fußballlosen Wochenende nicht zu viel Langeweile habt, habe ich ein interessantes Video für euch. Starten wir doch ins Wochenende einmal mit diesen wunderschönen Bildern. Das, was ihr da seht, ist die U12 von Real Madrid. Die haben gestern bei der Club-WM der U12-Jährigen mitgenommen. Ja, sowas gibt's in der Welt des Fußballs. Ja, wie dem auch sei, Real Madrid musste am letzten Spieltag, um sich zu qualifizieren, mit 4:0 oder mit 4 Toren Abstand gegen Atletico Madrid gewinnen. Und die Jungs haben es geschafft. Also Respekt an die U12 von Madrid. Nächster Gegner der FC Barcelona. Ja, wenn ihr mehr solche Informationen haben wollt, es gibt einen Jungen in der U12 von Real Madrid, David Sanchez. Der Junge zerstört alles. Ich habe dazu einen Short gemacht. Ansonsten TikTok, Instagram seht ihr das Short auch. Aber auch hier euch auf YouTube. Schaut euch mal an, was der Junge drauf hat. Ja, heute in dem Video geht es aber nicht um die U12 von Madrid. Heute geht es natürlich um die Nationalspieler von Real Madrid. Was haben sie mit ihren Nationalmannschaften gemacht? Waren sie erfolgreich oder nicht? Einige ja, andere nein. So viel kann ich verraten. Dann unterhalten wir uns aber auch kurz über die historische Strafe, vor der Manchester City steht. Was das auch für Real Madrid bedeutet. Ich habe da ein paar Gedanken zu. Und zu guter Letzt, der FC Barcelona möchte einen Spieler von Real Madrid. Und das in diesem Sommer. Also, wie ihr hört, das wird auf jeden Fall interessant. Viel Spaß beim Video. Ja, starten wir dieses Video mit dem Thema, was eigentlich nur peripher ein bisschen mit Real Madrid zu tun hat. Nämlich Manchester City steht anscheinend vor einer historischen Strafe. Manchester City hat gegen 115 Financial Fair Play Auflagen anscheinend verstoßen. Dieses Gerücht der angeblichen Strafe, das verfolgt die jetzt schon die ganze Saison. Jetzt scheint es endlich konkreter zu werden. Und zwar wird geschrieben, Manchester City drohen bis zu 60 Punkte Strafe. Die mutmaßlichen Verstöße gegen das Financial Fair Play könnte zu einer der höchsten Strafen in der Geschichte des Fußballs führen. Die Saga um Manchester City und das Financial Fair Play hält die Spekulationen an. Noch ist nichts bestätigt und im Falle einer Verurteilung tauchen immer wieder mögliche Urteile und Sanktionen auf. Laut The Mirror droht den Sky Blues unter anderem einen Punktabzug von 60 Punkten, was den Abstieg in die Championship zur Folge hätte. Ja, für diejenigen, die sich fragen, was bedeuten 60 Punkte, ich blende euch mal die Tabelle ein. Die haben bisher in der gesamten Saison 61 Punkte gesammelt, also die werden mit Abstand Tabellenletzter, würden natürlich absteigen. Ja, und hierzu habe ich 2, 3 Gedanken, die ich mit euch teilen möchte. Ich sage euch immer wieder, Real Madrid kämpft gegen unlösbare Aufgaben. Real Madrid kämpft gegen Ölmannschaften, die mit den finanziellen Regeln machen, was die wollen. Und Real Madrid hat auch ein finanzielles Korsett, was La Liga mit ihrem Financial Fair Play Real Madrid auflegt, allen Mannschaften auflegt. Ein Financial Fair Play, an das sich zum Beispiel der FC Barcelona seit Jahren nicht hält. Real Madrid spielt also intern gegen unfaire Verhältnisse. Beim FC Barcelona dürfte, wir wissen es alle, Dani Olmo, Rafinha, Lewandowski etc., die dürften alle gar nicht eingeschrieben sein. Das hat der FC Barcelona damals mit Barca Studios gemacht, habe ich in etlichen Videos erklärt. Dani Olmo hat sogar die Regierung sich einmischen müssen, damit er eingeschrieben wird. Das heißt, Real Madrid kämpft in Spanien schon gegen unfaire Verhältnisse und in Europa auch. Wir haben in den letzten Jahren jedes Jahr gegen Manchester City gespielt. Meistens sind wir Gott sei Dank weitergekommen, aber wir haben gegen eine finanziell gedopte Mannschaft gespielt. Sowohl in La Liga als auch in der Champions League jedes Jahr. Und meiner Meinung nach ist die Strafe, die für Manchester City verhängt werden soll, viel zu gering. Okay, einmal 60 Punkte. Ich verstehe, die steigen einmal ab. Ja und? Die haben mit diesem Financial Fair Play 6, 7 Ligen in der Premier League gewonnen. Das müsste denen eigentlich abgenommen werden. Das, was sie durch diese unfairen Geldmittel gewonnen haben, das müsste man denen abziehen. Ja, jetzt steigen sie ein Jahr ab, zahlen den Spielern immer noch viel zu viel Geld, dann steigen sie wieder auf und das ein Jahr ist vergessen und die haben auf einmal eine Mannschaft auf Weltklasse-Niveau mit unfairen finanziellen Mitteln sich erarbeitet. Wie gesagt, für mich ist die Strafe zu niedrig,
Aber wieder einmal der Beweis, Real Madrid steht auf der richtigen Seite der Geschichte. Real Madrid kämpft seit Jahren gegen finanziell gedopte Mannschaften. Naja, mal schauen, hoffen wir, dass sich das bald ändert. Ja, kommen wir jetzt zu Real Madrid, kommen wir jetzt zur spanischen Liga und da schauen wir nach Real Madrid Castilla. Was ist mit Castilla los? Letzte Woche habe ich euch erzählt, die waren bis zur 80. Minute 2-0 vorne und kassieren noch das 2:2. Gestern haben sie das Ganze nochmal überboten. Sie waren bis zur 80. Minute 1-0 vorne und haben noch 2-1 verloren. Durch einen riesen Torwartfehler und durch einen Puskás-Tor kassieren sie in den letzten 10 Minuten wieder einmal 2 Tore. Ja, es geht einfach nicht voran mit Real Madrid Castilla. Und wenn man die Aufstellung sieht, ich blende die euch ein, das ist eigentlich zu gut, um den Aufstieg in die zweite spanische Liga zu kämpfen. Da sind Jungs dabei, die europäische Mannschaften schon haben wollen, Top-Mannschaften teilweise. Ja, wie dem auch sei, vielleicht hat der neue Trainer einfach nicht den Zugriff auf die Mannschaft gefunden. Vielleicht muss da was passieren. In der Tabelle sieht man das auch. Real Madrid Castilla hat noch Glück, dass in dieser Liga jeder jeden schlägt und man mit ein paar guten Spielen am Stück da oben wieder reinkommen könnte. Aber diese paar guten Ergebnisse müssen langsam kommen. Ja. Wie gesagt, das ist der Stand von Real Madrid Castilla. Dann kommen wir zu der Nationalmannschaften und da habe ich euch gesagt, die U21 von Spanien hat gestern den Startschuss gegeben mit Gonzalo und unser Stürmer hat nicht enttäuscht. Gonzalo mit einem Doppelpack beim 7:0 von Spanien gegen Zypern. Das Ganze in 68 Minuten. Also der Typ ist einfach eine Tormaschine. Ich lasse die Tore so ein bisschen parallel laufen. Das sind typische Strafraumtore, typische Stürmer-Neuner-Tore, wo man riecht, wo der Ball hinprallt und wo man vorher die Arbeit leistet. Oftmals wird gesagt, ach, der ist so ein Glückspilz, Tap-In etc. Ja, damit du dieses Tap-In-Tor machen kannst, musst du aber vorher, wie beim zweiten Tor, die Situation lesen, merken, oh, der Ball könnte jetzt dahin kommen, reinsprinten und dann sieht es einfach aus, dass du den Ball ins leere Tor bringst, aber zunächst einmal die Vorarbeit leisten. Das ist auch, was ich euch bei den Toren von ihm gegen Betis Sevilla damals gesagt hatte, wie er diese Rückwärts-Vorwärts-Bewegung gemacht hat oder andersrum vorwärts, rückwärts. Gonzalo Garcia ist dieser klassische Mittelstürmer und ich bin der Meinung, dass er hier und da auch mal mehr Chancen bei Real Madrid verdient hätte. Dieser Typ, sobald er auf dem Fußballplatz steht, macht er Tore. Ja, wie dem auch sei, gute Nachrichten für die U21 von Spanien. Vielleicht war das ja auch ein Brief an die erste Mannschaft, an die A-Nationalmannschaft von Spanien. Ich finde, Gonzalo Garcia hätte das verdient. Das ist meine persönliche Meinung. So, kommen wir dann zu den Erwachsenen. Ja, und fangen wir erstmal da mit den Spielen an, die uns quasi nichts angehen. Österreich gewinnt gegen Ghana 5:1. Tolle Leistung von Österreich, aber David Alaba saß 90 Minuten auf der Bank, hatte also damit nichts zu tun. Das Gleiche kann ich sagen über die Schweiz gegen Deutschland. Deutschland gewinnt in einem Torfestival 4:3 gegen die Schweiz. Florian Wirtz sein bestes Spiel seit langem gemacht, also Wahnsinn der Junge. Aber Antonio Rüdiger saß 90 Minuten auf der Bank. Also für uns Madridistas war dadurch dieses Spiel etwas uninteressanter. Ja, ein Spiel, was eigentlich auch uninteressant wirkte für den Madridismo, ist es am Ende doch nicht geworden. Und zwar Spanien gewinnt gegen Serbien mit 3:0 und Dienhausen saß 90 Minuten auf der Bank. Eigentlich sollten wir als Madridistas uns nicht beschweren. Unsere gesamte Innenverteidiger waren alle 90 Minuten auf der Bank. Wenn wir die Verletzungshistorie unserer Innenverteidiger bedenken, bin ich eigentlich ganz froh. Am liebsten wäre mir, wenn gar keiner nominiert worden wäre. Ich möchte keinen verletzten Innenverteidiger. Da kriege ich ja schon Trauma von. Wie dem auch sei, trotzdem ist dieses Spiel interessant für den Madridismo gewesen, denn Victor Muñoz, der Spieler, den wir an Osasuna zu 50% verkauft haben, hat gestern sein Debüt für die Nationalmannschaft gegeben und nicht nur das, der kommt in der 68. Minute rein und macht selber das 3:0 mit einem schönen Außenrisstor in die lange Ecke, so ein bisschen wie Fede Valverde am Wochenende gegen Atletico Madrid. Also Victor Muñoz ist ein heißer Kandidat in Spanien. Viele sehen ihn natürlich bei der WM, klar, wenn du beim letzten Spiel nominiert bist und ein Tor machst. Er könnte also mit zur WM fahren für Spanien. Ja, und das hat unter anderem das Interesse des FC Barcelonas geweckt.
Ja, der FC Barcelona möchte Victor Munoz, aber dazu kommen wir später im Video. Macht euch darauf schon mal bereit. Wir kümmern uns erstmal um die anderen Nationalspieler, die ein bisschen mehr aktiv haben. Gestern spielt unter anderem England gegen Uruguay. Und Bellingham war nichtmals im Kader, also auch keine Minute gespielt. Fede Valverde als Kapitän der uruguayischen Nationalmannschaft hat das gesamte Spiel gemacht. Und nicht nur das, er macht in der 92., 93., in der Nachspielzeit das 1:1 für Uruguay durch einen Elfmeter. Also sehr gutes Ergebnis für Uruguay in Wembley und ich freue mich natürlich für Fede Valverde. Wenn wir schon mal über die englische Nationalmannschaft reden, müssen wir natürlich darüber reden, dass Trent Alexander-Arnold nicht nominiert ist. Als egoistischer Madrid-Fan sage ich Gott sei Dank, umso besser für Real Madrid. Natürlich menschlich, ihr kennt meine Meinung, ich freue mich für jeden Spieler von Real Madrid, der es zur WM schafft. Und vor allem könnte sowas für einige Spieler auch so einen moralischen Knacks geben. Ja, es gibt Spieler, die reagieren dann dadurch, dass sie in ein Loch fallen. Andere Spieler reagieren dann durch eine Trotzreaktion und wollen der Nationalmannschaft und dem Trainer beweisen, so, das war dein Fehler. Ich weiß nicht, was ein Trent Alexander-Arnold für ein Typ ist, das würde die Zeit zeigen. Allerdings ist da der letzte Zug noch nicht abgefahren. Das ist eine Information, die ich gerne mit euch teilen wollte. Lesen wir uns die zusammen einmal durch. Tuchel streut Salz in Trents Wunde. Es gibt Spieler, die vor ihm zur Weltmeisterschaft fahren werden. Der Engländer wurde erneut aus dem Kader seiner Nationalmannschaft gestrichen. Sein Trainer verriet, dass sie zuvor telefonisch mit ihm gesprochen hatten, um ihn über die Entscheidung zu informieren. Der Artikel geht relativ lang, aber ein Abschnitt ist interessant für Trent Alexander-Arnold, somit für den Madridismo. Weniger als 3 Monate vor Englands Reise in die USA glaubt Tuchel, dass es noch Zeit gibt, Arnold von einer Nominierung für den WM-Kader zu überzeugen. Er steht auf der vorläufigen Liste, aber es stimmt, dass andere Spieler ihm etwas voraus sind. Er war im Juni hier und hätte es verdient gehabt, wieder dabei zu sein. Es war eine sehr schwierige Entscheidung und er weiß das. Aber er hat sie akzeptiert. Ich werde mir ein paar Spiele von Real Madrid ansehen, gestand er. Ja, wie ich gestern oder vorgestern in meinem Video schon gesagt habe, wenn du als Trent Alexander-Arnold so eine einmalige Chance bekommst, dann möchtest du dich natürlich auch dafür präsentieren. Das könnte für Real Madrid nur bedeuten, der Junge wird jetzt Vollgas geben bis zum Ende der Saison. Wenn du mit Madrid in der Champions League weit kommst, wenn du als Trent Alexander-Arnold gute Spiele ablieferst, in La Liga, in der Champions League, dann kommt ein Thomas Tuchel auch irgendwann nicht an dir vorbei. Wie gesagt, auf der einen Seite bin ich natürlich ein bisschen enttäuscht, dass er bisher nicht nominiert wurde oder nicht nominiert wurde zu diesem Spiel. Auf der anderen Seite ist das vielleicht auch eine Chance von Real Madrid. Bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Für mich ist der Gedanke, dass Trent Alexander-Arnold nicht einer der 25 besten englischen Fußballspieler ist ein Witz. Das ist unmöglich. Ich würde den wesentlich weiter oben in der Liste anordnen. Der Typ ist ein Gamechanger. Also als rechter Verteidiger so einen Einfluss auf ein Fußballspiel nehmen, das gibt es in der Welt des Fußballs vielleicht zweimal. Das macht ja ein Hakimi und das macht ja ein Trent Alexander-Arnold. Also wenn du den nicht mitnimmst, vor allem wenn du vorne so Spieler hast, die pfeilschnell sind, wie ein Saka, der mir jetzt spontan einfällt, den er immer schicken kann, der ist ein Spielmacher, falls du mal ein Tor brauchst, Flanken brauchst, etc. Ja, wie gesagt, für mich wäre es ein Verbrechen am Fußball, aber naja, anscheinend hat ja Trent Alexander-Arnold noch seine Chance. Kommen wir dann zu weiteren Länderspielen. Marokko hat gestern gegen Ecuador 1:1 gespielt und unser Madridista Brahim hat 89 Minuten gespielt. Brahim, der in den letzten Wochen eine immer wichtigere Rolle bei Real Madrid übernommen hat, zur Zeit einer sehr starken Verfassung, hat er gestern auch für die marokkanische Nationalmannschaft gezeigt. Ja, und zum Abschluss, heute um 2 Uhr morgens spielt Argentinien gegen Mauretanien und gewinnt 2:1. Ja, und als Madridista muss man sagen, in der ersten Halbzeit hat Nico Paz gespielt, hat unter anderem ein Freistoßtor gemacht, also seine Traumsaison geht weiter. Wir alle hoffen und denken, dass er am Ende der Saison nach Real Madrid kommt. Ich bin gespannt, wie nächstes Jahr dann ein Álvaro Arbeloa, wenn er Trainer bleibt, das Mittelfeld organisieren möchte mit so vielen tollen Namen. Also mein Kopf, der hört nicht auf, darüber zu grübeln. Ich weiß gar nicht, wie man so viel Qualität auf einen Fußballplatz bekommen soll. Aber es gibt mit Sicherheit andere Videos, wo ich darüber reden möchte. Ja, und ein Franco Mastantuono hat die zweiten 45 Minuten gespielt. Argentinien gewinnt 2:1 gegen Mauretanien.
Ich weiß nicht, ob das die Gegner sind, die du kurz vor einer WM spielen solltest. Wie gut Argentinien ist, werden wir wohl alle erst bei der WM erfahren. Ja, das waren die Länderspiele von unseren Nationalspielern. Einige gar nicht gespielt, andere Tore gemacht. Ja, gute und schlechte Zeiten bei Real Madrid. Kommen wir jetzt aber zu individuellen Preisen in La Liga. Und da möchte ich euch zeigen, welcher Spieler es aus Real Madrid in die Mannschaft des Monats geschafft hat. Und der Einzige, der es geschafft hat, ist Arda Güler. Ich bin ein bisschen verwirrt, wenn ich ganz ehrlich bin. Nicht, weil Arda Güler da ist, der hat es natürlich definitiv verdient. Aber Fede Valverde hat einen überragenden März gespielt. Nicht nur in der Champions League, auch in La Liga. Tor gegen Celta Vigo, Tor gegen Elche, Tor gegen Atletico Madrid. Was soll der denn noch machen? Es gab 4 Spiele im März, der hat 3 Tore in den Spielen gemacht. Naja, ich weiß nicht, was Fede Valverde noch machen muss. Vielleicht hat diese unfaire rote Karte ihn da rausgeholt. Verstehe ich nicht. Ja, aber auch von den anderen Spielern hätte ich einige in dieser Elf gesehen. Ein Rüdiger hat super gespielt, ein Dienhausen wahrscheinlich seinen besten Ball gespielt. Naja, wie dem auch sei, der Einzige, der es geschafft hat, das zumindest verdient, Arda Güler. Ja, und wenn selbst die Verwirrung verwirrt ist, zeige ich euch jetzt den Spieler des Monats März für Real Madrid. Und das ist Vini. Was? Also nichts gegen Vini. Vini überzeugt mich in den letzten Wochen im Monat März aber eher durch seinen Einsatz, durch seinen Kampfgeist, dadurch, dass der vorausgeht als Leader dieser Mannschaft. Aber seine Leistung auf dem Platz, muss ich selber sagen, im März war die jetzt nicht so überragend. Da sehe ich aber einige Spieler vor ihm, unter anderem ein Fede Valverde, einem Arda Güler, einem Dienhausen etc. Naja, das ist der Spieler des Monats März. Für mich sehr verwundert. Bin ich gespannt, auch ein Tchouaméni, um Himmels Willen, warum ist ein Tchouaméni nicht in der Elf des Monats? Der spielt überragend. Oder warum ist der nicht Spieler des Monats? Also, wie gesagt, da gewinnt eher meiner Meinung nach die Propaganda oder was auch immer. Also, ich gönne es Vini Junior, aber andere hätten es meiner Meinung nach mehr verdient. Ja, das sind die aktuellen Informationen rund um Real Madrid. Ja, und jetzt kommen wir zu einer Information, die in den letzten 24 Stunden durch die spanische Presse gegangen ist. Ich weiß, in den Länderspielpausen muss man immer ein bisschen aufpassen, aber ja, diese Information, die hat schon eine Eigendynamik angenommen. Und zwar, wie ich euch eben gesagt habe, der FC Barcelona arbeitet an Víctor Muñoz. Hören wir uns das zusammen einmal an. Und das ist eine Position, die Barca verstärken möchte. Also ich habe einen Namen, man hat mir einen Namen genannt, von einem Spieler, der auf derselben Position spielt, der aber sehr, sehr beliebt ist. Er hat eine Vergangenheit bei den Culés, war Teil der Barca Jugendakademie, hat aber auch eine Vergangenheit bei Real Madrid. Tatsächlich hat er in der vergangenen Saison mit Madrid im Montjuic gegen den FC Barcelona gespielt und spielt derzeit in der spanischen Liga. Und er wurde gerade von Luis de la Fuente nominiert. Der Name ist Víctor Muñoz. Der Flügelspieler von Osasuna gefällt dem FC Barcelona sehr, aber er befindet sich in einer komplexen Vertragssituation. Man muss daran erinnern, dass Real Madrid einen Prozentsatz an den Rechten des Spielers hält und ihn sogar vor Juli zurückkaufen könnte. Und man muss sehen, welche Absichten der Spieler hat. Mir wurde gesagt, dass er wichtige Angebote aus der Premier League hat, ebenso bedeutende von anderen Teams, Topclubs aus der Premier League, aber er hat eine große Zuneigung zum FC Barcelona und er passt sehr gut zu dem, was Barca für einen Flügelspieler sucht. Einer, der spielen kann, der Rafinha eine Pause verschaffen kann, der wichtig sein kann und wir werden sehen, wie sie diese Operation angehen werden. Ja, als erstes sagt mein verletztes Madrid-Ego direkt, wow, ihr sollt nicht einen Spieler von uns anfassen, haut hier ja ab. Auf der anderen Seite muss man fairerweise sagen, Víctor Muñoz war in der Jugend auch 2 Jahre beim FC Barcelona. Das seht ihr hier auf dem Bild, was ich euch eingeblendet habe. Danach war der 3 oder 4 Jahre in der Jugend von Real Madrid. Hat auch in der ersten Mannschaft von Madrid debütiert, unter anderem in Barcelona, die vergebene Chance, die ihm noch so ein bisschen hinterher jagt im Madridismo. Der wurde damals sinnlos beleidigt, also wie gesagt, verstehe ich bis heute nicht. Ja, und Víctor Muñoz nimmt natürlich eine steile Karriere. Der spielt bei Osasuna gerade eine überragende Saison, kommt in die Nationalmannschaft, trifft da auch. Ja, meine Meinung zu diesem Jungen, wie sieht es überhaupt mit seiner vertraglichen Situation aus, damit wir das verstehen? Real Madrid hat Víctor Muñoz an Osasuna verkauft
für 5 Millionen Euro für 50% des Spielers. Das heißt, 50% von Victor Munoz gehören immer noch Real Madrid. Und Real Madrid hat das wie mit allen Spielern die Klausel eingeführt, ihn in den nächsten 3 Jahren zurückzuholen. Das heißt, Real Madrid kann ihn Ende dieser Saison für 8 Millionen Euro zurückholen, nächste Saison für 9 Millionen, darauf in der letzten Saison für 10 Millionen Euro. Sollte der FC Barcelona Victor Munoz kaufen, ich glaube, der hat eine Ausstiegsklausel von 40 Millionen, würde Real Madrid 50% davon erhalten. Aber der FC Barcelona kann Victor Munoz immer nur dann kaufen, wenn Real Madrid grünes Licht gibt. Das heißt, der Spieler muss sagen, ich möchte das. Osasuna muss sagen, sie sind einverstanden. Real Madrid muss sagen, sie sind einverstanden. Und erst dann kann er zum FC Barcelona wechseln. Wenn Real Madrid zu irgendeinem Zeitpunkt sagt, nee, möchte ich nicht, kann Madrid ihn selber für 8 Millionen zurückholen. Ja, ich selber sehe in Victor Munoz so ein bisschen Callejon-Vibes gibt er mir. Ich glaube jetzt nicht, dass der unangefochtener Stammspieler wäre. Weder bei Real Madrid noch beim FC Barcelona. Naja, aber ich glaube, ein guter 12., 13. Mann, jemand, der immer Vollgas gibt bis zur letzten Sekunde. Wie gesagt, diese Callejon-Vibes. Ja, ich glaube, ich hätte ihn schon gerne bei Madrid. Vielleicht würde ich ihn aber noch eine Saison bei Osasuna lassen, dass der nochmal eine Saison weiterreift. Weil auch im Sturm werden wir nächstes Jahr sehr viele Spieler haben. Wir haben einen Vini, wir haben einen Mbappé, wir haben einen Endrick, wir haben einen Gonzalo. Ja, also es ist schwer zu sagen, welche Minuten ein Victor Munoz bei uns bekommen würde. Bin ich gespannt, wie ihr das seht. Lasst eure Meinung dazu auch gerne in den Kommentaren. Ja, und das war es mit dem heutigen Video. Eine Menge Informationen. Ich hoffe, ich konnte euch den Samstag ein bisschen verschönern. Wenn ja, seid so lieb und lasst ein Like unter diesem Video. Kommentiert dieses Video. Hypen, hypen, hypen. Wer noch kein Follow da gelassen hatte, drückt drauf. Das unterstützt den Kanal ungemein. Und ich würde mich natürlich riesig freuen. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. A la Madrid!